Hallo, ich bin Leonie, das ist Gerrit und hier seht ihr unseren Hund Sawyer. Wir haben einen alten Mercedes 609D zu einem rollenden Tiny House verwandelt, reisen damit quer durch den Balkan und sind nun in Montenegro angekommen. Im Van leben wir nun seit mehr oder weniger 2 Jahren. Oftmals erreicht uns die Frage, wie lange wollt ihr das noch machen, dieses Leben im Van? Gute Frage. Aktuell leben wir unseren Traum, doch was geschieht danach? In diesem Video geben wir euch einen kleinen Einblick in unsere Tagträumerei und wie wir uns unsere Zukunft ausmalen. Vor ungefähr 7 Monaten sind wir auf diese Reise gestartet. Bevor es auf diese Reise ging, haben wir uns das Ziel gesetzt, mit offenen Augen und mit einem offenen Herzen durch die Welt zu fahren. Denn auch wenn wir alles in Ruby haben, was wir brauchen, um glücklich zu sein, spüren wir einen gewissen Traum, einen Wunsch, in den nächsten Jahren eine gewisse Base zu haben. Ein Zuhause, was wir unser eigen nennen können. Ein Ort, wo wir immer wieder nach längeren, vielleicht auch anstrengenden Reisen zurückkehren können. Ein Ort, wo wir uns von diesen ganzen Abenteuern auch erholen. Denn Vanlife ist wunderschön. Wir würden es auf keinen Fall anders machen als bisher, aber es bringt auch immer eine gewisse Rastlosigkeit. Nicht ganz so extrem wie beim Backpacken durch Asien, was wir auch schon mal gemacht haben, aber man hat dennoch eine größere Rastlosigkeit als natürlich, wenn man irgendwo stationär lebt. Ich glaube, diese Woche wird deshalb besonders spannend, denn wir besuchen 2 sehr gute Freunde, die diesen Schritt gewagt haben und vor einigen Jahren hier nach Montenegro ausgewandert sind, um sich ein eigenes Grundstück zu kaufen und sich hier nun ein neues Leben aufbauen. Was jetzt diese Woche genau passiert, wissen wir noch nicht, aber ich denke, es wird sehr spannend. Wir nehmen euch mit und teilen einfach mal unsere Gefühle und Erfahrungen mit euch. Bevor wir aber unsere Freunde besuchen, verschaffen wir uns erstmal einen Überblick von Montenegro und wie macht man das besser, als hoch in die Berge zu fahren an den Lookout und dann erstmal weit und breit sich das Land anzugucken. Ich liebe sowas, ja. Wir sind hier genau an dem Fluss Pavlova, glaube ich. Nee, der Viewpoint heißt Pavlova Strana Viewpoint. Und jetzt kommt der Name des Flusses. Na? Der Name des Flusses lautet nämlich Rijeka Černojevica. Und genau so wird es ausgesprochen. Ich denke, das war perfekt, oder? Also alle Erfahrenen von euch können jetzt ja mal bewerten. Von 0 bis 10 bitte. Aber ich denke mal, Bilder sagen mehr als Worte. Also schaut euch selber den Fluss mal an.
enough to go round. Some say there's still hope if you don't make a sound. So, und jetzt geht's weiter für uns. Da ist gerade noch ein richtiger Touribus gekommen mit bestimmt 10, 20, 15, ich weiß es gar nicht. Ja, Touris, die ausgestiegen sind. Da sind wir jetzt ganz schnell geflüchtet. Dann auf einmal wurde es richtig, richtig voll und überlaufen hier. Aber ja, wir waren eh fertig. Also wir düsen jetzt mal weiter. Wir sind nun angekommen bei Janine und Björn und werden jetzt den restlichen Tag noch gemeinsam genießen. Wir grillen zusammen, jeder bereitet noch mal was Kleines vor. Wir machen jetzt schon mal noch einen Nudelsalat und dann lassen wir auch den Tag ganz entspannt ausklingen. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir hatten gestern Abend noch einen richtig schönen Abend, haben gegrillt, hatten richtig schöne Gespräche. Ja, und heute geht es für uns auf das Grundstück von Janine und Björn. Das ist nämlich in die Straße runter. Ja, wir sind sehr gespannt. Ich hoffe, euch interessiert das Thema auch, denn das ganze Thema Auswandern und sein eigenes Grundstück selbst nachhaltig und vor allem auch selbstversorgend zu gestalten, finde ich, ist ein sehr interessantes Thema. Für uns ist es jetzt noch nicht relevant jetzt aktuell. Also wir haben jetzt nicht vor, irgendwie in der nächsten Zeit auszuwandern. Generell, wir wollen irgendwann in Zukunft ein Grundstück haben. Ob es jetzt in Deutschland ist oder im Ausland, das wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht. Aber wir sind auf jeden Fall offen für Inspiration und sind sehr, sehr gespannt, wie Janine und Björn das auf ihrem Grundstück umgesetzt haben oder was die Idee dahinter auch ist. Ja, und ich hoffe, euch interessiert das Thema auch. Wir werden euch auf jeden Fall heute mal mitnehmen und euch das ganze Grundstück mal zeigen und auch die Vision für die nächsten Jahre erläutern und ja, mal gucken, was heute noch so passieren wird. Meinst du, das Kennzeichen ist gefunden? Ein schwedisches Kennzeichen in Montenegro. Erstmal Snärdi begrüßen. Snärdi, Snert! Hallo! Hallo! Hallo alle, ne? Hallo Luni! Oh, Luna hat keinen Bock. Und wieder rein! Na Luna, das hier ist Luna und das da drüben bei Sawyer ist Snert. So viele Hunde auf einmal, ne? Süß, Fängebein. Hallo! Oh Gott. Oh Gott, ist er süß. Ja, Da holt sich jemand Mensch, Wilfried. ab. Ach. Warum heißt er eigentlich Wilfried nochmal? Ja, eigentlich heißt er nur Willi und wenn Wenn du schlecht gelaunt bist. er hören soll, dann sag ich Wilfried. Geil. Knallt schon direkt den Schwanz. Na, da kommt er schon. Na, Baby? Oh Gott. Sag ja, das könntest du vorher niemals machen. Oh Gott, bist du mir auf den Schoß schon gesprungen. Guck dir das an. Das Rudel. Lässt dich so schnüffeln. Lernen sie dich alle kennen. So, wir sind jetzt auf dem Grundstück der beiden angekommen und wurden schon eifrig begrüßt. Und zwar von dem ansässigen Rudel. Ist wirklich schön, wie die Hunde hier auf dem Grundstück rumrennen können und spielen. Luna ist die Mutter. Dazu gibt es dann noch 2 Kinder und auch noch Snert, einen kleinen Rüden, den die beiden in total schlechten Bedingungen, ich glaube, auf dem Schrottplatz gefunden haben und jetzt adoptiert haben. Also auf jeden Fall immer ordentlich was los hier.
Okay, wir haben uns jetzt hier mal hingesetzt in eine schöne Ecke des Grundstücks. Davon gibt es nämlich sehr, sehr viele. Und haben gerade eben auch eine wundervolle Führung bekommen über dieses Grundstück, was ca. 4000 Quadratmeter hat. Also ist wirklich sehr groß. Das Schöne ist aber, dass hier auch verschiedene Terrassen existieren. Die haben wir uns alle ganz genau angesehen. Und Janine und Björn haben jetzt dieses Grundstück seit fast 3 Jahren gerade einmal. Und man muss auch dazu sagen, dass das zu Beginn auch sehr schön war, aber natürlich noch nicht so schön wie jetzt, denn die beiden hatten auch echt viel zu tun. Das ganze Grundstück musste einmal im Grunde umgekrempelt werden. Hier war sehr viel zugewuchert. Es gab natürlich auch noch nicht die Auffahrt. Das war ein alter Kuhtrampelpfad und auch diese ganzen uralten Mauern, die fast 600 Jahre alt sind, die waren auch im Grunde komplett überwuchert. Ja, hier haben wir schon ein bisschen Kaltschlag gemacht. Die Mauer konnte man vorher gar nicht sehen. Da haben wir schon alle Büsche weggeruppt. Auch hier auf dem Zwischenfeld, hier soll nämlich mal ein Beet hinkommen. War alles voll. Die beiden mussten halt hier entsprechend alles erstmal freilegen und diese Schätze auf ihrem Grundstück auch erstmal bergen. Ja, jetzt wo wir hier sind, sind wir echt umgehauen. Also wir waren zuletzt im November hier. November, also Genau. über ein halbes Jahr ist das jetzt her, seitdem wir hier waren. Und da haben wir schon echt gestaunt. Aber Waren wir jetzt schon begeistert von dem Grundstück. Aber seitdem hat sich einfach jetzt auch wieder so viel getan. Ich meine, wir waren ja im Winter hier. Jetzt ist Sommerbeginn. Ja. Also es blüht natürlich. Gemüse kann schon geerntet werden. Also der ganze Gemüsegarten hat sich auch schon so seitdem verändert. Die haben sich so einen richtig süßen kleinen Gemüsegarten mit ja fast schon einem Gewächshaus gebaut. Wo halt alles wächst. Da sind Zucchini-Pflanzen, Tomatenpflanze, da sind Zwiebeln, Gurken, ich weiß gar nicht, was doch alles da war. Ich glaube, So da war noch, viel. ja, manches ist natürlich schon geerntet, manches ist noch am Wachsen. Ist total schön. Björn hat uns da eine Führung durchgegeben, hat uns erklärt, welche Pflanze ja, was ist und wann es sozusagen auch geerntet wird. Ist richtig cool. Also hier steckt so viel Arbeit hinter. Die ist leider überdimensioniert. Die mussten wir ein Loch reinschneiden oben. Damit die da oben rauswachsen kann. Ah, das ist jetzt die selbstgebaute Tröpfchenanlage, habe ich gehört. Das ist die Ne? selbstgebaute Tropfsteinanlage hier, ja. Hä, aber okay, Moment, das musst du einmal erklären. Du hast hier Ich habe einfach eine Wasserflasche. normal hängen da diese kleinen Flüssignahrung drin. Ah ja, so Dünger, ne? So Nee, flüssig für Mensch, also wenn du künstlich ernährt Ach wirst. so, oder ja, stimmt, okay. Und das sind ja diese Zugänge, die du auch intravenös kriegst. Und dann kann ich mir das hier, Und das kannst du dann öffnen, das Ventil. kann ich mir das Und, hier einstellen. ja. Ach, und dann tröpfelt er da Gerade im die Grunde Chilis, durch. Paprikas und so, die brauchen ja viel Wasser, die sind empfindlich. Das geht dann runter im Grunde unter die Erde, oder? Ja, und der Tropfschlauch, der liegt hier unten. Ja. Und da tröpfelt es dann raus. Voll die gute Lösung. Naja, und ich mulche hier ein bisschen mit Rasenschnitt, Ja, damit die Erde nicht so austrocknet. ja. Weil Björn sagt halt, wenn du die Pflanzen verwöhnst mit Wasser, wollen sie halt immer Wasser haben, ne? Aber für uns ist es halt eine Erleichterung, weil du musst halt nicht jeden Tag gießen, ne? Und so läuft es Stück für Stück runter. Aber so zum Thema, welche Pflanze benötigt mehr Wasser oder Nährstoffe, habt ihr euch dann einfach komplett reingefuchst. Ja, und wir hatten auch viel Unterstützung aus dem Dorf, Ja. wie hier die Gegebenheiten sind, auch mit Ja. dem Boden. Ist natürlich Und noch wir was haben hier einen super anderes. guten Boden. Ja. Der ist schon ziemlich nährstoffreich. Mhm. Wie viel hatte eine Zwiebel? So zwischen 300 und 500 Gramm teilweise. Ein halbes Kilo Das war letztes Jahr war genial, aber im ganzen Dorf. Krass. Dieses Jahr sind sie normal. Ja. War vielleicht ein bisschen zu feucht das Frühjahr. Genauso für den Knoblauch, der war auch sehr bescheiden. Letztes Jahr war geil. Ja, Dieses Jahr war eigentlich scheiße. ja, okay. Es ist wirklich ein sehr beeindruckender Ort. Also es ist wirklich eine kleine Wohlfühloase, wie so ein Garten Eden. Und man merkt auch, wie sehr die beiden mit und in der Natur leben. Björn hat auch ganz viele Flächen hier auf dem Grundstück einfach wild gelassen und nicht gemäht. Einfach damit sich dort die Insekten, die Tiere wohlfühlen, damit die Bienen entsprechend auch Futter haben, also Blumen dort wachsen können. Vor 2 Wochen meinte er noch, war hier alles voll mit Blumenwiesen. Und es ist so verrückt. Vor 3 Jahren war das hier einfach eine Vision, eine Idee, ein Traum von den beiden. Und sie haben einfach in den letzten 3 Jahren so viel hierfür getan, so viel gearbeitet, geschuftet, dass einfach dieser Traum halt auch wahr wird. Und man sieht einfach schon, wie ja, dieser Traum Früchte trägt. Ja, Wortwörtlich. Wortwörtlich, absolut. Wir haben jetzt die wirklich große Ehre, den letzten Pfirsich der beiden zu pflücken. Hier waren ursprünglich 8 Stück dran.
Und wir dürfen jetzt den letzten pflücken. Die große Ehre. Ja, es ist schon wirklich heftig. Der sieht sau gut aus. Der sieht aus wie gemalt, ne? Aber echt. Krass. Mmh. Ja, der ist ja mega lecker. Hast du auch den Knackeffekt gehört? Genau den. Und da ist ja so viel Saft drin. Du beißt da einmal rein, es ist wie so ein Eis. Also da läuft es dir den ganzen Mund entlang. Ja. So muss ein Pfirsich schmecken. So muss er schmecken. Werkzeugschuppen. Hä, das ist ja voll cool. Das war halt der erste Schuppen, den brauchte ich auf die Schnelle, um Gartengeräte loszuwerden. Ja, perfekt. Naja, und hier, ich bin der einzige im Dorf, der Kettensägen stellt. Ah, stimmt. Du bist doch hier. Bist du nicht der einzige Deutsche hier in ganz Montenegro, der Kettensägen schärft? Das weiß ich. Ja, der Deutsche bestimmt. Der einzige Deutsche, der den schärft, bestimmt. Ist ja genial. Ja. Ich glaube, wir müssen aber selber jetzt auch erstmal das sacken lassen, weil wenn man hier über das Grundstück läuft, man wird so überflutet von tollen Dingen. Man schaut in die Ecke und jene Ecke und Björn hat dann neue Stufen gebaut aus den Steinen, die er hier gefunden hat. Das ist einfach auch schön fürs Auge. Es entwickelt sich so vor sich hin weiter, ne? Ja. Mit viel Arbeit. Aber wir haben auch ziemlich viel Input bekommen, sehr viele Ideen und auch Inspiration, würde ich mal sagen, was unseren Traum angeht. Wir holen uns gerne Inspiration von vielen Menschen, die sich einfach schon getraut haben, diesen Weg zu gehen. Wie gesagt, habe ich ja auch schon gesagt, wir haben jetzt nicht explizit vor, auszuwandern, aber dieses Konzept, sein eigenes Grundstück zu haben, es zu pflegen und zu hegen, nach seinem eigenen Traum, und es ist halt total cool, sich da einfach mal ein paar Ideen zu holen für sich selber. Und das fanden wir einfach, genau, nicht nur, dass wir unsere Freunde besucht haben hier, ist das natürlich auch schön, sondern einfach auch einfach diese Inspiration zu holen und sich vielleicht zu gucken, was für einen selber passen würde. Genau, und es ist auch nochmal ganz wichtig, einmal zu erwähnen, dass das für uns wie so ein kleiner Samen ist, der in die Erde gesteckt wird und wir schauen selbst, ob da eine Pflanze aufgeht. Das heißt aber jetzt nicht, dass wir morgen die Zelte in Form von Ruby abbrechen und uns irgendwo sofort ein Grundstück holen und das kultivieren. Das wollen wir gar nicht. Nein, nee. Aber ich glaube, Träume kann jeder haben. Genau, wir lassen das einfach mal sacken, Genau. sitzen und schauen, was die Jahre bringen. Genau, Jahre ist das Stichwort. Also schlafen kann ich auch nicht drin, aber ich lese manchmal da drin oder so, ne? Ah, die Tivoli. Tivoli. Da wird aber einer das Bäuchlein getroffen. Finde doch auch schön, dass ihr schon so einen schönen Garten habt. Und lassen es so nebenbei. Ich glaube, die nehmen auch 70 Euro außerhalb der Saison. Runterlaufen ist ja geil. Aber direkt hoch. die abkühlen. Jetzt? Vergiss es. Ja, mit der Wasserflasche ins Auto drin lassen und die fahren dann weiter. Das geht. So, Björn und ich fahren jetzt einmal direkt mit dem T4 ins Dorf hinein, denn wir haben noch was Cooles uns überlegt für heute Abend. Wir werden nämlich das Bienenvolk von den beiden uns nochmal näher anschauen und schauen, ob bereits genug Honig in den Waben ist. Sagt man das so? Ja. So der Urhonig. Und ob Ne? die Waben geschlossen sind, ob man jetzt Honig entnehmen kann. Genau, und dafür fahren wir jetzt einmal zu Boschko. Boschko ist, wer ist Boschko eigentlich? Ist also Ja. Bürgermeister, Immobilienmakler. Selbsternannte Bürgermeister, so wie die Wirte früher in Deutschland auch waren, die haben sich um alles gekümmert. Ja, So ist es hier auch. stimmt. Der Dorfwirt auch. Und da fahren wir jetzt einmal hin und fragen nach, ob wir uns einen Imkeranzug, wie heißt der? Hier heißt der Odielo, also ja, Odielo. ein Imkeranzug. Ja. Einen Imkeranzug. Einen zweiten leihen können. Genau, ob wir uns einen ausleihen können. Ja, nicht der sauberste, aber der geht. Hauptsache, da kommen keine Bienen durch, oder? Da Aber kommt- hast du das nicht auch immer, dass mal so eine durchkommt und sticht? Gibt's bestimmt auch. Nö, eigentlich nicht. Echt? Also schlimm ist, wenn man drumherum mäht. Also das mögen die gar nicht. Ja, also okay. so frisch gemähtes Gras oder Abgase. Ja, Dann Wenn hast die du voll Agro. Boschko fragt mal, also ich habe ja oben zum Glück Kies drunter. ja. Und manchmal fragt Boschko, Herr Goran ist allergisch und so, kannst du einmal mit dem Freischneider rum? Was, kein Problem. Ja. Bisher ging das immer gut. Und vor 2 Wochen mit dem Freischneider oben gemäht, da um die Bienen rum. Hatte mich gut eingepackt, hatte aber nur diese Hose an, die ist relativ dünn. Ja.
Und sonst hatte ich immer eine dickere an. Und dann haben sie mir die Beine zerstochen. Meine Fresse, irgendwie 20 Stiche. Oh, shit. Ja, Das gut. mochten sie gar nicht haben. Das glaube ich. Aber gut, dann haben wir den. Aber Raki drauf und dann... Und dann merkst du auch nichts mehr. Das hilft tatsächlich. Achso, der Knoblauch ist nicht gut geworden. Ja, also unser war ähnlich, aber letztes Jahr war geiler. Okay. Krass, aber was für ein Ertrag, ne? Wie viel Knoblauch das ist. Er würde sagen Kuratz. Kuratz, was heißt Kuratz? Scheiße. Kuratz ist eine Scheiße immer groß. Das war auf jeden Fall erfolgreich. Wir haben unseren Imkeranzug. Das heißt, kommen wir nicht mehr drum herum. Heute Abend werden Bienen angesehen. Ja, ist ja ganz aus dem Häuschen. Nach einer kleinen Verschnaufpause meinerseits sind wir jetzt wieder mit Björn zusammen zum Grundstück runtergefahren. Und zwar werden wir uns jetzt 2 Bienenvölker angucken, denn Janine und Björn haben beide in der Ecke des Grundstückes 2 Bienenkisten. Und eigentlich wurden wir auch eingeladen, bei der bei der Honigernte zu helfen und Björn dabei zu unterstützen und das auch filmerisch zu begleiten. Aber ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass die Bienen genug Honig aktuell haben. Deswegen werden wir, glaube ich, einfach mal reingucken, uns das Ganze angucken und dann gucken wir mal, ob da was zum Ernten ist oder nicht. Wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Auf jeden Fall ist es mal spannend, so einen Bienenkasten von innen zu sehen. Und Garrett kriegt auch einen richtigen Imkeranzug, um sich zu schützen. Und ich werde das Ganze mal von ein bisschen weiter weg aus Sicherheitsperspektive beobachten. So, jetzt bestücken wir mal eben schnell den Smoker. Also wir haben hier ein bisschen Eierpappen, die quetschen wir zusammen. Weil der Und- Rauch, der soll die Bienen irgendwie beruhigen oder warum macht man das nochmal? Nee, das ist... Ablenken. Nee, eigentlich gehen die dann von Gefahr aus und gehen in den Bienenstock, um den Honig aufzufressen, weil die denken, es kommt ein Brand, Feuer, Gefahr. Und Wir das müssen ist- alles retten, was wir noch haben. Okay. Also das ist ein Irrglaube, dass die beruhigt. Und warum ist das dann von Vorteil, wenn die reingehen und den Honig fressen? Ja, die sind dann beschäftigt und Ach so. stören uns nicht. und bei die der fressen Arbeit. nicht so schnell, wie wir Nein, sind. die fressen nicht so schnell. Nein. Naja, und da wir nur 2 Völker haben, brauchen wir jetzt auch nicht so viel machen. Da reichen hauptsächlich Eierpappen hier. Getrocknete Pilze, die an Baumrinden wachsen. Oder ist eigentlich auch egal, man kann auch irgendwelche Zapfen nehmen. Hauptsache irgendwas, was lange vor sich hin glöselt. Cool. Das ist der Pilz? Oder ist das Baumrinde? Nee, das ist jetzt so eine getrocknete Baumrinde. Ich habe auch getrocknete Pilze. Für unsere beiden Völker ist das nicht relevant. Okay, dann ziehen wir uns um. Und zieht euch mal an. Ja, das sieht voll cool aus. Hä? Ich fühle mich wie so ein Marsmännchen. Wahnsinn, was Kleidung macht, oder? Ich fühle mich sofort professioneller. Du brauchst auch weniger Angst haben. Ja. Und jetzt Was muss ich jetzt noch die beachten? Handschuhe anziehen. Wenn sie keinen Honig haben, sind sie. Und dann haben sie Angst, dass du denen den Rest raubst. Aber so okay. sind die ziemlich friedlich, die Kollegen. Also wir holen jetzt die Waben raus. Das sind die Waben, oder? Das sind die Rahmen, Die Rahmen. wo Wachsplatten drin sind mit Waben. Ja. Wow. Wie man sieht, haben sie hier frischen Honig. Sie fangen auch an, den zu schließen. Dann ist der Feuchtigkeitsgehalt gut. Oh, guck mal hier. Gerrit, du hast die dicke Spinne auf. Guck mal, ich habe hier eine dicke Spinne. Machen wir die mal weg. Ja. Und wie muss es aussehen? Es muss geschlossen sein, aber nicht verschlossen, oder? Oder Doch, wie? es muss so aussehen. So muss es aussehen. Dann stimmt der Feuchtigkeitsgehalt. Man könnte dran denken, Honig zu nehmen. Hier sind sie schon weiter. Ui, da haben die ja wirklich viel Arbeit geleistet. Ja, ist ganz gut. Wow. Wie viele Bienen sind ungefähr in dem Volk jetzt? Dieses hier, das ist ein recht starkes 15.000 bis 18.000. Wahnsinn. Das andere ist ein bisschen schwächer, Ja. vielleicht 12. Ja.
Heftig. Und du hast recht, die sind total entspannt, ne? Ja, es geht. Solange sie genug Honig haben und man ganz ruhig an die Sache rangeht, ist das gar kein Problem. Und das war jetzt die letzten Tage, war aber noch nicht so viel Honig drin. War nicht so viel, war auch nicht viel verschlossen. Und wie man sieht das hier gerade ziemlich gut aus. Das ist viel frischer Nektar. Mhm. Boschko meinte ja, das liegt an den Eichen, die jetzt nochmal blühen. Ja, wir haben ja spezielle Eichen hier. Mhm. Die blühen einmal im Frühjahr und alle 3 bis 4 Jahre angeblich. Ja. So lange bin ich ja auch noch nicht hier. Ja. Bilden sie Nektar auf den Blättern. Und das ist ganz spezieller Honig. Und dann können sie auch 5 Kilo An einem Tag pro meinte er, Tag ne? pro Volk Boah, Wahnsinn. einholen. Ist schon krass, wenn man bedenkt, dass eine Biene in ihrem ganzen Leben um und bei 1 Teelöffel Honig produziert. Wahnsinn, ja. Das ist echt krass. Wobei man sagen muss, ein Leben ist auch, Das war's. wenn sie Glück haben, 30 bis 35 Tage. Ja. Und? Das ist noch nichts Dolles, aber sie sind dabei. Wir arbeiten dran. So, die müssen dann ins Zentrum. Aber man muss ja auch dazu sagen, geht ja, das meintest du ja auch, geht ja auch darum, dass die Bienen Honig haben. Und Naja, nicht ich nur würde wir, denen ne? auch niemals alles entnehmen. Nee. So, und letztes Jahr haben wir denen den Sommerhonig auch nicht entnommen, weil da wären vielleicht 4-5 Kilo aus beiden Völkern zusammengekommen und das ist Quatsch. Die brauchen ja auch den Was sollen wir eigenen dann Honig. zufüttern, Ja, damit wir da vielleicht 2-3 Kilo entnehmen und denen noch 1 Kilo lassen? Dafür halte ich keine Bienen. ja, Wenn sie genug haben, um mir was abzugeben, bin ich dankbar. ja. Und so soll es ja auch sein, ne? So schön. Sieht toll aus. Also da oben, da sieht's gut aus, Da ne? ist er schon geschlossen. Fast alle Waben sind voll Honig. Ja. Da sind auch ein paar Waben, wo man Pollen sieht. Was heißt das? Der ist aber eigentlich hauptsächlich Nahrung für die Maden. Für die jungen Bienen. Man kann ne? den Pollen auch abfangen. Mhm. Es gibt da spezielle Einrichtungen am Bieneneingang für, aber da bin ich nicht so wild drauf. Ja, alles in allem sieht das nicht schlecht aus, aber zu schlecht, um jetzt Honig zu machen, während ihr noch hier seid. Das ist okay. Der Honig gehört erstmal den Bienen. Also wenn wir Glück haben, können wir vielleicht in 2 Wochen mal dran denken, ein paar Kilo Honig zu machen. Auf jeden Fall aus diesem Volk. Das andere hat ein bisschen geschwächelt aufgrund der Varroa-Milbengeschichte. Mhm. Das sieht aber auch wieder ganz gut aus. Das war echt super spannend, mal so ein Bienenvolk von innen zu sehen und auch von Björn das erklärt zu bekommen. Man muss auch dazu sagen, es gibt natürlich in Deutschland gibt's ja solche Imkerscheine und so, die Leute Den gibt's machen. hier nicht. Gibt's hier nicht. Und das, was ich da jetzt gesehen habe und was Björn erklärt hat, das klang logisch, das klang einfach, so dass das im Grunde, glaube ich, auch viele Leute bei sich zu Hause machen könnten. Weil das Problem ist halt eben, Bienen sind besonders in Deutschland sehr im Rückgang und sie sind ja trotzdem ein super wichtiges Insekt im ganzen Ökosystem, haben es halt gerade sehr schwer bei uns und deshalb, ja, vielleicht hat ja der ein oder andere von euch Lust, sich mit der Materie auseinanderzusetzen. Man kriegt natürlich auch frischen Honig, der super lecker ist und man tut auch was Gutes für die Umwelt. Also cool, dass ihr 2 Bienenvölker habt. Ja, ohne Bienen gäbe es uns auch nicht. Ne, genau. Ja, die Ohrmarken. Das ist ein richtiges Fotomodus. Wir nutzen jetzt nochmal den Abend und werden zum Grundstück der beiden laufen, um den Sonnenuntergang zu genießen. Und hier am Wegesrand, habt ihr es vielleicht schon gehört, stand eine wunderschöne Kuh. Und was viele ja gar nicht wissen, viele Kinder insbesondere, sagt Janine auch immer, hier haben die Kühe auch noch Hörner. Sieht man in Deutschland nicht mehr so oft. I ain't never felt the kind of love like this before. You took all the worries from my mind. Darling, please forgive me if I said
settle down. Please don't be afraid of all the things that could go wrong. We can take our time and we may change our mind. But I can tell a good thing when a good thing comes along. Darling, tell me all about the dreams you had last night. You can be so restless in your sleep. I ain't going nowhere, all this feels so very right. When you find good love, it's the one that you should keep. And if we settle down, we don't have to settle down. Please don't be afraid of all the things that could go wrong. That we can take our time and we may change our mind. But I can tell a good thing when a good thing comes along. If I ever hurt you, dear, oh, I apologize. Heaven knows I'm no perfect man. Nach langer Zeit, jetzt im Inland verschiedenster Länder, werden wir heute endlich wieder an die Küste fahren. Denn Janine und Björn wohnen nicht weit von der Küste entfernt. Wir müssen nur so einen kleinen Schotterweg runterfahren. Müssen mal schauen. Ist nämlich so eine kleine Offroad-Strecke. Aber ich denke mal, das kriegen wir hin. Wir fahren mit dem Wagen der beiden und dann genießen wir auf jeden Fall heute mal den Tag am Wasser. On the road with a motorbike, hanging around between the mountains, coast to coast, you know how to drive. Dragonflies around the sunset, can you believe we're together? We're celebrating September. What do you mean it's forever? Forever is a time to be with you. Playing games, show me how you jump off a cliff into the water. Taxi boat, where's left behind? Rainbow rain in every color. We go around the island. What do you mean it's a one way? Wir sind jetzt angekommen. Jedenfalls suchen wir jetzt die Bucht, denn Boschko, ein Nachbar und ich glaube auch der Bürgermeister des Dorfes, der hat uns diesen Geheimtipp gegeben, denn an dem anderen Strand sind so einige andere Menschen und er meint, an dem Strand, wo wir jetzt hinlaufen, ist so gut wie niemand. Deswegen schauen wir mal, ob wir das finden. Ist auf jeden Fall so ein Trampelpfad dahin. Auf die Steine treten, auf die großen. Born over a fault line, bad teeth and worse habits, high heels in a trailer. If you want it, you should have it. Cracking like a glacier. Wir sind jetzt in unserer kleinen 5-Mann-Bucht, so wurde sie uns nämlich verkauft, angekommen und es ist wirklich traumhaft schön. Ich war gerade eben schon kurz im Wasser und das ist unfassbar. Also wenn man die ganze Zeit nur in Bergflüssen unterwegs war, ist das Wasser hier keine Abkühlung mehr. Also es ist sehr warm. Wir schätzen so auf 23 Grad. Richtig angenehm. Wir schnappen uns gleich auch nochmal übrigens die Taucherbrillen und gehen nochmal mit der Kamera auch unter Wasser schauen. Leider keine Harpune dabei, aber wir gucken trotzdem mal, was wir hier so Schönes finden.
Einen wunderschönen guten Morgen. Oh, die letzten Tage hier waren richtig schön, sind nun aber jetzt gezählt, denn wir machen uns jetzt auf den Weg. Wir werden weiter in den Norden fahren. Ja, wir haben die Zeit hier richtig doll genossen. Also Deline und Björn, wenn ihr das hier seht, vielen, vielen Dank für die letzten Tage. Es war richtig, richtig schön, richtig entschleunigend. Wir haben so viel Inspiration und Ideen bekommen und ja, und dieser Ort hier hat uns ein bisschen träumen lassen für unsere Zukunft. Also richtig, richtig schön. Und jetzt werden wir weiter in den Norden fahren, und zwar in einen Nationalpark. Da werden wir ein bisschen mehr Zeit verbringen, dieses Wochenende und auch nächste Woche noch. Und nächste Woche ab Montag wird uns auch, oder ab Sonntag glaube ich schon, wird uns Björn auch schon dort besuchen. Und dann werden wir ein bisschen zusammen rumdüsen. Die haben nämlich auch ein T4. Und dann wird er uns ein paar coole Ecken im Nationalpark zeigen, denn er war schon öfters dort. Und ja, wir sind auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Freuen uns auch ein bisschen auf die kühleren Temperaturen, denn ich glaube, da oben sind auf jeden Fall noch mal mindestens 5 Grad kälter und auch in den Nächten wird sich das ordentlich zeigen. Aber ja, haben heute ein bisschen früher, sind heute früher aufgestanden, weil wir wollen ein bisschen früher auf die Straße los. Sind nämlich, glaube ich, 4 Stunden bis dahin. Also ja, wir werden heute ein bisschen Auto fahren. Aber bevor wir endgültig fahren, noch eine ganz wichtige Sache. Hey, guten Morgen. Morgen! Bisschen Marschverpflegung. Wirklich, vielen Dank, Mann. Ja, cool. Dankeschön! Bis die Tage. Fahrt vorsichtig. Ihr habt da irgendwie einen Stein zwischen den Zwillingsgreifen. Ja, ich habe das auch gerade ein bisschen gehört. War richtig sichtbar. Hat richtig geklackert, ne? Wenn ihr euch fragt, was das hier ist, das ist guter, selbstgebrannter Raki aus Montenegro. Also, ja, das ist Teufelssache hier. Für unsere weitere Route Richtung Norden gibt es 2 Möglichkeiten. Wir könnten jetzt einmal durch Kotor fahren, aber mit Ruby und der aktuellen Staulage ist das wahrscheinlich einfach übertrieben. Janine und Björn meinten auch, es kann 1,5 Stunden länger dauern. Die andere Alternative ist halt eben jetzt über die Bucht von Kotor mit einer Fähre zu fahren. Und das haben wir gemacht. Wir sitzen jetzt hier im Auto auf der Fähre, haben 10,50 € bezahlt, natürlich wegen unserer Größe. Fährfahrt geht wahrscheinlich so 5 Minuten. Und ja, dann geht's weiter. Und dann hoffen wir mal, dass wir hier rauskommen aus dem Ballungsgebiet, weil es ist hier richtig viel los. Also man merkt extremen Unterschied zum Winter. Sau viele Leute, richtig viele Touristen. Und hier wollen wir auf jeden Fall erstmal jetzt raus. Das sieht ja ultimativ lässig aus mit diesem Ventilator. Wer bist du denn? Kleine Nudel. Hallo, Nudelchen. Wer war das? Ist das der Kleine? Nee, das war der Große. Nee. Guck. Ja, aber der Große hat mitgemacht. Du bist ja ein kleiner Grummler. Wir sind jetzt angekommen an einem recht großen See, denn wir brauchen unbedingt eine Abkühlung. Auch hier oben. Wir sind noch nicht ganz in den Bergen, aber wir sind schon höher und auf jeden Fall schon mal im Inland. Hier ist es dennoch sehr, sehr heiß. Deshalb machen wir jetzt mal eine kleine Pause. Schauen mal, ob wir hier die Nacht bleiben oder später noch weiterfahren. Und ja, kühlen uns ab. Wurden schon begrüßt von 2 total süßen Hunden. Das eine ist vielleicht die Mama. Hat auf jeden Fall sehr stark hängende Zitzen. Und einem ganz kleinen Welpen. Was? Die sehen aus, als würden die uns schon kennen.
Hi. Na, Lieblingsfarbe, Hobbys, Name? Na, kommt ihr zwei mit? Bisschen abkühlen? Ihr seid aber auch knuffig. Und gegensätzlicher könnte man nicht sein, ne? Oh, Sawyer, guck dir die Kleine an. Die ist ja mal... Was? Die ist ja mal ganz anders als du. Zack, bauchnass und das war's. Ja, fein machst du das. Ja, klasse. Schau dir das an, Sawyer. Und das ist schon das Ergebnis dieses Stellplatzes. Jo, Schön. ganz kleine Vampirzähnchen. Scheiße. Wir haben übrigens auch noch kurz umgeparkt. Dann da oben standen wir zwar im Schatten, aber richtig schräg. Und deswegen haben wir uns jetzt hier ganz hinten in die Ecke auf eine Wiese gestellt. Aber richtig schade, denn hier sind menschliche Hinterlassenschaften überall im Gebüsch verteilt. Bist du der Papa? Yeah. Heute ist den restlichen Tag nicht mehr viel passiert. Wir haben im Grunde nur noch so vor uns hingehechelt wie die Hunde, denn wir hatten heute 34 Grad im Schatten und entsprechend war es in der Sonne und in Ruby dann doch extrem heiß. Die ganzen Wände waren auch super aufgeheizt. Ich glaube, es war wärmer. Ja, es war wahrscheinlich wärmer. Also ja, wie gesagt 34 Grad im Schatten. Also deshalb haben wir uns heute nur noch ausgeruht. Jetzt kühlen ein bisschen die Temperaturen zum Glück ab und wir werden jetzt noch was essen und dann heißt es gute Nacht. Jetzt sind wir doch hier hängen geblieben und noch nicht diese Woche ins Domitorgebirge gefahren, was ja eigentlich unser Plan war für dieses Wochenende. Aber wir haben es einfach nicht geschafft. Es war einfach zu schön hier am See und es war einfach so eine schöne Erfrischung, so oft wie man möchte am Tag, sich abkühlen zu lassen vom See. Ja, ich glaube, deswegen haben wir das Wochenende einfach hier noch verbracht. Aber ich würde sagen, diese Woche bei Janine und Björn auch, hat uns richtig gut getan, hat uns so ein bisschen träumen lassen, das habe ich ja schon gesagt. Und ich glaube, eine große Sache, die wir noch gar nicht erwähnt haben, ist auch, dass wir, auch wenn der Vanausbau ziemlich anstrengend war, doch so eine kleine Liebe für so kreative Projekte gewonnen haben, so handwerkliches, eigene Projekte so zu erschaffen, mit Holz zu arbeiten. Ich meine, wir haben zu Hause in Deutschland einen dicken Container voll mit unseren Holzschneidemaschinen und Bearbeitungswerkzeug und so ein bisschen, ja genau, wir haben so ein bisschen Lust, das auch mal wieder zu gebrauchen, nicht unbedingt als Van, um ein Van auszubauen, sondern einfach mal so ein paar kreative Projekte halt zu verwirklichen. Und da brauchen wir halt auch einen Ort und irgendwie ja, finden wir die Idee ganz schön, irgendwann so einen Ort, Platz, unser eigenen zu können. Das ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Also irgendwie so den Wechsel zu haben zwischen Reisen und stationär sein, um wieder kreativ sich entfalten zu können. Ja,
damit endet aber jetzt auch diese Woche, dieses Video damit auch. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Drückt doch gerne auf den Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Schreibt einen Kommentar, wie es euch gefallen hat. Und wenn ihr uns weiter unterstützen möchtet und noch ein paar coole Hunters of the Horizon Hoodies oder T-Shirts möchtet, dann schaut gerne mal auf den Link hier unten in der Videobeschreibung vorbei. Da kommt jetzt unserem Shop. Und ansonsten findet ihr dort auch unseren Instagram-Kanal. Da findet ihr alle Infos hinter den Kulissen, was so neben diesen YouTube-Videos passiert. In dem Sinne würde ich sagen, Sehen wir uns nächste Woche im Domitorgebirge. bis dahin. Tschüss.